So, herzlich willkommen zu einem neuen Livestream, FOMC-Tag. Ich hoffe, ihr seht mich gut, hört mich gut. Lasst mich mal gerne im Chat wissen, ob alles gut funktioniert. Das sieht aber auf jeden Fall schon mal gut aus. Über 300 Leute warten hier auf den Livestream. FOMC-Tag, eigentlich keine große Überraschung erwartet. Ich glaube, alle wissen, was auf uns zukommt. Aber wir werden die Gunst der Stunde nutzen, ein bisschen Q&A natürlich machen, auf die aktuelle Situation eingehen. Erstmal schreibt gerne in den Chat, wer überhaupt am Start ist. Ich habe schon im Voraus gesehen, einige waren schon aktiv im Chat. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls ihr den Livestream gut findet. Etwas lauter, ich glaube, es ist die Einstellung wie immer. Eigentlich sollte es laut genug sein. Bullrun ist, ja, Bullrun, vielleicht, wir stecken sogar schon vielleicht mittendrin. Kai moin, Cassius ging moin, David herzlich willkommen, Erkan herzlich willkommen. Wann Bitcoin 100.000? Das weiß, glaube ich, aktuell keiner. Jupiter Airdrop Kavan habe ich nur heute so ein bisschen nebenbei mitbekommen. Stecke ich gar nicht im Thema. Herzlichen Glückwunsch an diejenigen, die da was mitnehmen konnten. Ich habe auf jeden Fall ein paar wilde Stories gehört. Muss ich mir nochmal näher anschauen. Kann ich echt nicht viel zu sagen. Bitcoin, genau, das brauchen wir uns ja jetzt nicht doppelt anschauen. Ihr seid wie in der Matrix. Sagt doch was. So, der Chart sieht wie folgt aus. Wir stehen aktuell bei 43.500 US-Dollar. Wir haben die Gegenbewegung gesehen, die wir gestern noch angesprochen haben. Ich hatte euch ja gestern das Open Interest noch gezeigt gehabt. Ich habe gesagt, das sieht nicht wirklich gut aus mit 700 Millionen in den letzten 2 Tagen. Höchster Stand seit ETF-Start. Und was haben wir gesehen? Genau das, was wir sehen wollten. Knapp 600 Millionen US-Dollar wurden hier in dieser kleinen Bewegung nach unten rausgespielt. Also alle überhebelten Positionen sind erstmal raus. Und wir sind wieder komplett perfekt hier an diese 50%-Marke des Fib Retracements gelaufen. Jetzt wird es natürlich spannend mit der Zinsentscheidung, ob wir da nochmal drüber kommen, ob wir diese Liquiditätszone bei über 44.000 angreifen oder nicht, welche Aussagen Jerome Powell tätigt. 5-Minuten-Chart werden wir auch noch gleich näher natürlich drauf blicken. Jetzt gerade ist erstmal noch ein bisschen ruhig. Ich habe extra einen Chart vorbereitet. Hier um 8 Uhr kommt die Zinsentscheidung. Ab 8:30 Uhr spricht Jerome Powell. Das werden wir uns kurz anhören, auch vielleicht 15 Minuten, eine halbe Stunde. Und dann wird man, glaube ich, schon so ein bisschen mehr wissen, ob da jetzt was Neues kommt oder nicht. Hi Furkan, welchen Indikator verwendest du für das Open Interest? Ist da auf TradingView kostenlos? Nein, nicht auf TradingView, sondern auf Coin Analyze. Hier oben siehst du die Domain, das ist auch kostenlos, die Plattform. Kannst du dir dann hier anschauen. Aggregated Open Interest von allen Plattformen. Lasse ich mir hier anzeigen und schaue mir das dann an. Weil man muss natürlich auch alle Börsen gleichzeitig im Auge behalten. Das klappt mit dem Indikator ziemlich gut. Wir haben jetzt noch ungefähr 10 Minuten. Was erwartet uns? Keine Zinssenkung, keine Zinserhöhung. Also, was spannend auf jeden Fall ist, wenn man sich hier nur mal das, was am wahrscheinlichsten ist, anguckt, in Blau dargestellt. Gestern waren wir noch bei 60%, dass es keine Zinssenkung geben wird. Und jetzt sind wir bei 60% Wahrscheinlichkeit, dass es eine Zinssenkung geben wird im März. Also März wird auf jeden Fall spannend. Wenn man sich die Fed Funds Futures anschaut, die sind auch nochmal gefallen. Die Erwartungen für die Zinsen Dezember und Juni. März ist natürlich klar, da wird sich jetzt nicht mehr viel tun. Das können wir eigentlich auch hier rauslöschen inzwischen. Den haben wir ja auch schon länger drin. Das ist der hier. Den brauchen wir nicht mehr. Juni und Dezember werden natürlich jetzt spannend. Ich kann mal für das nächste Mal auch ja, März vielleicht 2025 nochmal mit reinnehmen. Das könnte auch interessant werden. Aber heute nochmal, ja, seit 9 Uhr die Erwartung nochmal ein Stückchen runtergegangen. Das ist der niedrigste Wert seit Mitte Januar jetzt. Und dementsprechend konnte auch Bitcoin gut reagieren. Aber wenn man sich aber die traditionellen Märkte anschaut, schaut euch das mal an, der S&P 500 steht unter Druck. Bitcoin kann gut performen. Vielleicht, darüber haben wir ja auch im vorletzten Video gesprochen, die Regionalbanken könnten unter Druck stehen. Notfallprogramm wird beendet der US-Notenbank. Können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Und wir haben jetzt aktuell diese Meldung hier, habe ich auch gerade retweetet gehabt, dass die New York Community Bank, die Signature Bank übernommen hatte, 40% im Minus ist und verschiedene Regionalbanken hier unter Druck stehen. Und wir hatten das ja schon letztes Jahr im März. Wenn die Regionalbanken unter Druck stehen, dann war es gut, dass wir, ja, war es gut für Bitcoin. So, schreibt gerne in den Chat eure Fragen, eure Anregungen, was euch interessiert. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, bis
vor allem 8:30 wird nichts Spannendes passieren. Vielleicht Volatilität ein bisschen natürlich reinkommen. Welchen Chart wollt ihr lieber sehen? Den hier oder den mit Dollar, S&P 500 und Bitcoin? Könnt ihr auch gerne reinschreiben. Hast du die News zu den beschlagnahmten 50.000 Bitcoin von Multi-K? Hatten wir gestern im Video schon mit aufgenommen. Ich habe gerade eben noch gesehen, es gibt jetzt auch offiziell, haben die nicht verlinkt? Doch, hier. Bei Arkham gibt es jetzt auch die Adresse von der deutschen, ja, ich weiß nicht, ob es BKA ist, eigentlich ist es LKA, glaube ich, LKA Sachsen. Aber wir sehen hier die Adresse. 2,17 Milliarden US-Dollar, knapp 50.000 Bitcoin liegen in dieser Adresse. Die werden wahrscheinlich versteigert werden und dann werden wir uns das mal anschauen. Wir hatten ja vor 1, 2, 3 Jahren, ich weiß es gar nicht mehr, auch mal so eine Versteigerung. Aber die sind fast zum Preis, zum Spotpreis weggegangen. Glaubst du, wir testen die 50.000 nochmal? Kann man nicht ausschließen, ist jetzt auch nicht so weit entfernt. Aber wer die letzten Videos, die letzten Wochen verfolgt hat, weiß ja auch, dass ich diese Zonen sehr lange im Auge hatte. Und die haben mir ja beide perfekt abgeholt. Seitdem bin ich hier in der Long-Position drin. Ich habe hier oben jetzt Teilgewinne mitgenommen, lasse aber die Position weiterlaufen erstmal. Wie viel Uhr ist der Zinsentscheid? 8 Uhr ist Zinsentscheid und 8:30 Uhr ist die Pressekonferenz. Denkst du, die Kurse werden bis zum Halving steigen, sinken oder seitwärts gehen? Ja, gute Frage. Das sind ja auch nur noch jetzt. Wie lange ist es jetzt noch? Halving-Countdown? Irgendwie 90 Tage oder sowas? 83 Tage. Das ist echt ein kurzer Timeframe, finde ich, für eine Prognose. In der Regel sind wir im Jahr des Halvings immer positiv auch reingelaufen. Ne? Ob das jetzt wirklich der größte Faktor ist, wage ich mal zu bezweifeln. Wichtig wird es halt sein, was generelle Inflows betrifft, Kaufnachfrage, was machen die Makromärkte, wann beginnt wann beginnt wieder die US-Notenbank die Bilanzsumme zu erhöhen, solche Geschichten. Ich glaube, Halving ist natürlich immer so ein schönes Thema, alle 4 Jahre. Werden wir auch natürlich noch ausgiebig drüber sprechen, aber ist nicht wirklich der wichtigste Faktor. Glaubst du eher, dass Bitcoin noch über 48 geht oder 35? Wenn ich mich entscheiden müsste, wäre ich bei 48, aber ich bin ja auch in einer Long-Position drin, ne? Wäre ja auch schlimm, wenn ich jetzt sagen würde, es ist wahrscheinlich ja 35, dann würde meine Long-Position keinen Sinn machen. Aber früher wichtiger finde ich also das Halving, klar. Früher haben auch makroökonomische Themen nicht so eine Rolle gespielt. Vor 4 Jahren haben wir angefangen, über makroökonomische Themen zu sprechen, dass die institutionellen kommen. Wer vielleicht noch dabei war im Livestream damals, 2020, haben wir langsam darüber angefangen, dass die Korrelationen steigen und dass es immer wichtiger wird. Und dementsprechend wird es halt auch immer unwichtiger. Furkan, haben die ETF und die riesige Geldeinflüsse Einfluss auf Halving? Wie meinst du das? Also auf Halving, also weiß jetzt nicht genau, was du meinst. Meiner Kapitulation ist natürlich auch ein Thema, Enso. Kann auf jeden Fall passieren, weil die Profitabilität wird um 50% fallen, wenn das Halving da ist. Und die unprofitablen Miner müssen dann raus. Das ist aber auch nichts Schlechtes. Eigentlich war immer so eine Miner-Kapitulation tatsächlich immer auch so ein Vorzeichen für einen Bullenmarkt. Weil ihr müsst euch auch vorstellen, wir sehen ja aktuell auch immer wieder, dass Miner verkaufen. Das sind die, die wirklich dann auch immer wieder Liquidität erzeugen müssen und Druck auf den Markt ausüben. Aber es gibt auch große Miner, die so gut aufgestellt sind, die hoddeln einfach ihre Bitcoin, die sie meinen. Und wenn nur noch die übrig sind, dann entsteht natürlich weniger Verkaufsdruck. Meinung zu Tether Quartalzahlen, ja, sieht natürlich sehr gut aus. Habe ich heute auch nochmal mit reingenommen.
hier in die wichtigsten News: 2,85 Milliarden US-Dollar an Profiten in Q4 2023. Ich hatte es tatsächlich noch abgespeichert, die haben insgesamt jetzt 2,8 Milliarden in Bitcoin auch, ne? Hier ist es. Hier Bitcoin, 2,8 Milliarden haben sie in Bitcoin aktuell. Die überschüssigen Reserven, natürlich nicht alles, aber ein Teil davon fließt in Bitcoin. Mal schauen, wie lange sie die halten. Volumen der verschiedenen ETFs hatten wir heute. BitMEX postet das ja immer. Hier ist aber kein Volumen dargestellt. Das sind die Inflows. Die Inflows waren natürlich die letzten beiden Tage auch sehr positiv. 500 Millionen US-Dollar. Die Outflows von Grayscale sind natürlich immer noch hoch, aber gehen nicht jetzt wieder höher und sind vor allem deutlich niedriger als das, was wir in der ersten Woche gesehen haben. Da waren wir ja bei 500, 600 Millionen US-Dollar. Jetzt aktuell pendelt es so um die 200 Millionen US-Dollar. Und bei den großen BlackRock und Fidelity, da fließt weiterhin sehr viel Geld rein. Und 500 Millionen in 2 Tagen ist schon ordentlich. So, wie lange haben wir noch? 4 Minuten. Wie gesagt, das Statement des FOMC-Boards wird da auch veröffentlicht. Werden wir mal ein bisschen nebenbei schauen müssen, was es da für Erkenntnisse gibt. Also, wie gesagt, Zinsen werden auf dem Niveau bleiben. Die große Frage ist eher, wie sieht es mit den zukünftigen Zinsentscheidungen aus, ob da irgendwelche Hinweise dafür gibt, dass wir in der Zukunft schon im März vielleicht oder erst im Mai und wie viele Rate Cuts, all diese Fragen und vor allem, was passiert mit der Bilanzsumme. Wo siehst du ETH in diesem Bullrun? Da haben wir gestern schon im Video auch drüber gesprochen. ETH wird, glaube ich, vor allem bis Mai auch spannend bezüglich des ETF-Themas. Aber wenn wirklich ein Spot-ETF zugelassen wird für Ethereum, könnte es auch meiner Meinung nach gefährlich werden, weil Ethereum hat Proof of Stake und wenn die Großen, die BlackRocks und alle Emittenten der Welt daherkommen und die ETH sammeln, dementsprechend werden sie halt Netzwerkeinfluss haben. Das geht ja bei Bitcoin nicht. Wenn man nur Bitcoin besitzt, hat man keinen Einfluss auf das Netzwerk, aber bei Proof of Stake könnte das halt ein bisschen gefährlich werden. Stellt euch vor, die Fed senkt die Zinsen heute. Das wäre krass, aber eigentlich so gut wie ausgeschlossen, tatsächlich leider. Was heißt leider? Also man darf das auch nicht zu kurzfristig sehen. Natürlich wäre es vielleicht gut kurzfristig, aber dann könnte die Inflation auch schneller zurückkommen. Regierungen verkaufen Beschlagnahmte nicht alle auf einmal, weil sie den Markt sonst manipulieren könnten. Ja, das sehen wir auch in den Staaten. Außerdem werden die auch, also in Deutschland zumindest, so wie ich weiß, werden die beschlagnahmten Bitcoin auch versteigert, auch öffentlich versteigert. Wie gesagt, da gab es vor 1, 2 Jahren einen Stream sogar, wo man das so live verfolgen konnte. Aber ihr kennt das ja in Deutschland, der Papierkram dauert bestimmt noch ein paar Jahre, bis sie dann freigegeben werden. Was hältst du von Jupiter? Kann ich nichts zu sagen, Adonit. Wurde, glaube ich, heute auf einigen Börsen gelistet. Airdrop war ein großes Thema, aber ich habe mich tatsächlich damit nicht beschäftigt. Fünf Minuten Chart, ja. Das ist sogar der 1-Minuten-Chart. Wir haben jetzt noch genau 1 Minute. Danke für den Hinweis. Noch 2 Minuten. Glaubst du, dass die ETH-ETFs approved werden? Kann ich mir schon vorstellen. Ausgangslage ist ziemlich ähnlich. Und die SEC hat in der Vergangenheit ETH nie genannt als Security, explizit nicht genannt. Während andere Coins als Security betitelt wurden, ETH halt nicht. Aber es kann auch verschoben werden. Das muss man mal schauen. Aber es gibt ja auch schon Future ETF, also die gleiche Ausgangslage im Prinzip. Die gleiche Lage im Prinzip. So. Genau, die Zinsen bleiben auf dem aktuellen Niveau. Dollar geht hoch. Okay, Dollar schießt hoch. S&P geht gerade runter. Bitcoin reagiert nicht.
Also, warum der Dollar jetzt hier so hoch schießt, ist schon interessant. Das ist natürlich erstmal schlecht für Bitcoin. Hui. Das ist der 1-Minuten-Chart, darf man nicht vergessen. Sieht natürlich auch alles ein bisschen wilder aus, als es ist. Xen Krypto Deutschland, Herr Furkan, haben Sie Xen Krypto im Portfolio? Nein, aber danke für die 2 Euro, habe ich nicht. So, der 5 Minuten sieht so aus. Okay, das ist interessant. Also, was heißt interessant? Es gibt halt keine Zinsänderung, aber auch keine wirkliche Guidance, also keine wirkliche, ja, kein Fahrplan der zukünftigen Rate Cuts. Also vielleicht deshalb so ein bisschen Enttäuschung, dass es keine Erkenntnisse gibt. Mhm. Die Fed sagt, die Ziele sind weiterhin eine bessere Balance herzukriegen. Ja, S&P 500 Session Low, sogar tief jetzt hier unterboten. Das Dokument ist sehr hawkisch. So. Sie gehen halt auch wieder auf den Arbeitsmarkt ein, dass er immer noch sehr stark ist. Arbeitslosenquote immer noch sehr, sehr gering. Inflation hat zwar nachgelassen, ist aber immer noch auf einem erhöhten Niveau, also immer noch die gleichen Aussagen. Bitcoin kann sich deutlich besser halten, ne? Wenn ihr euch das anschaut, hier unten der S&P 500, soll ich das eigentlich mal beschriften, damit ihr auch wisst, was hier was ist? S&P 500, Dollar und oben ist halt Bitcoin. Ähm, ja, S&P 500 schon den ganzen Tag im Minus und Bitcoin performt ziemlich gut. Thorsten, vielen Dank für deine 2,49. Danke für deine Arbeit. Vielen lieben Dank. Schön, dass du hier bist. Die werden, glaube ich, erst cutten, sobald die Rezession wahrscheinlicher wird. Das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass im März oder Mai das Ganze vonstatten gehen wird, weil sie wollen natürlich auch aus ihren Fehlern lernen und sie haben ja schon zu spät reagiert in die eine Richtung und wenn sie jetzt wieder zu spät reagieren, also sie müssen eigentlich proaktiv agieren, die müssen schon vorher schon die Zinsen senken und nicht warten, bis die Wirtschaft kracht. Vor allem sehen wir ja diese Meldungen rund um Bankfunding-Programm, dass die Liquidität fehlt, Banken stehen unter Druck. Deswegen muss nicht gewartet werden, bis jetzt irgendwie, ja, bis das Ganze jetzt irgendwie erst zusammenkracht. Liken. Lasst gerne ein Like da an der Stelle, wenn euch der Stream gefällt. Bitcoin steht immer noch bei 43.450. So. Ich recherchiere nebenbei mal, was so die wichtigsten Erkenntnisse sind. Und dann können wir uns das gemeinsam anschauen. So. Wie kann deutsche Regierung meine Bitcoin beschlagnahmen? Das ist ganz wichtig. Das ist auch eine Frage, die ich sehr oft bekommen habe, sehr hoch, weil ich Daumen hoch gelesen habe von dem Olli. Vielen Dank fürs Aufrufen. Wie sind die an diese Bitcoin rangekommen? Die haben sie nicht gehackt oder haben die Private Keys gefunden, sondern die Betreiber der Plattform, die schon seit 2019 in Haft sind, die haben die freiwillig an das LKA Sachsen transferiert. Ich weiß nicht, was dahinter steckt, hinter den Kulissen, vielleicht Strafminderung oder sowas. Ich kenne mich da auch rechtlich ehrlich gesagt nicht aus, aber die haben sie wirklich freiwillig hergegeben, die 50.000 Bitcoin.
So, was sind die wichtigsten Erkenntnisse jetzt? Das schauen wir uns jetzt an. Gehen wir mal hier. Hier sind die wichtigsten Punkte zur Zinsentscheidung der US-Notenbank. Erstens, einstimmig beschlossen, keine Überraschung, dass das bei dem Niveau bleibt. Zugleich gab es bedeutende Änderungen im Statement, darunter eine neue Formulierung, die besagt, dass man jegliche Anpassung des Leitzinses in Betracht ziehen werde. Damit rückt die Fed von ihrer bisherigen Neigung zu einer möglichen Erhöhung ab. Okay. Jegliche, okay. Diese kleinen Wörter, die machen viel aus, deswegen reagiert auch der Markt. Zweitens, die Politikgestalter signalisieren, dass sie noch, machen wir das mal zu Entscheidungsträger, dass sie noch nicht bereit sind, die Zinsen bereits im nächsten Treffen im März zu senken. Sie äußerten, dass ein solcher Schritt wahrscheinlich nicht angebracht wäre, bis sie mehr Vertrauen haben, dass die Inflation nachhaltig auf 2% zusteuert. Das ist auch etwas Neues. Also so ein bisschen ausschließen, dass im März eine Zinssenkung kommt. Die Fed hält an ihrem Tempo der quantitativen Straffung fest mit einem Maximum von 60 Milliarden Dollar an Staatsanleihen und 35 Milliarden Dollar an hypothekenbesicherten Wertpapieren, die monatlich aus der Bilanz fallen. Im Statement gab es keine Hinweise auf eine Änderung dieses Programms. Okay. Auch eine vielleicht kleine Enttäuschung. Angesichts der stärker als erwartet gestiegenen Bruttoinlandsprodukts im 4. Quartal beschreibt die Fed das Wirtschaftswachstum als solide und merkt an, dass die Arbeitsplatzgewinne stark bleiben. Das FOMC wiederholt, dass die Inflation im vergangenen Jahr nachgelassen hat, aber erhöht bleibt. Dann Punkt 5. Die Fed hat die Formulierung weggelassen, die seit März 2023 in irgendeiner Form in der Erklärung enthalten war. Diese bezeichnete das Bankensystem als solide und widerstandsfähig und warnte, dass strengere Kreditbedingungen wahrscheinlich das Wirtschaftswachstum belasten würden. Interessant. Zusammengefasst hat die US-Notenbank entschieden, den Leitzins unverändert zu lassen und signalisiert eine vorsichtige Haltung hinsichtlich zukünftiger Zinssenkungen, wobei sie auf eine nachhaltige Annäherung der Inflation an das Ziel von 2% wartet. Die quantitative Straffung wird fortgesetzt und trotz des soliden Wirtschaftswachstums bleibt die Inflation ein Anliegen. Die Fed hat zudem ihre bisherigen Einschätzungen zur Robustheit des Bankensystems aus dem Statement entfernt. Okay, also Bankensystem könnte interessant werden. Xen Krypto, vielen Dank für die 2 Euro, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Auch mit 200 Euro Donations leider nicht. Warum USD Bitcoin Chart auf Bitstamp? Das ist ein ganz alter Chart. Das ist einfach jetzt gerade nur mal zum Vergleichen. Spielt eigentlich keine Rolle. Wir können auch hier rüber switchen. Auch auf Coinbase hier. Da habe ich jetzt die Dings nicht. Wir können jetzt hier nochmal. Also ich charte sowieso nicht auf Spotbörsen. Bitcoin-Freund, vielen Dank für die 20 Euro. Wie bewertest du die EU-Regelung ab Dezember 24 zur Verschärfung Kontrolle ab 1000 Euro Einzahlung auf EU-Börsen dazu passend? Was denkst du zu Swiss Money? Zu Swiss Money kann ich ehrlich gesagt nicht viel sagen. Habe ich selber nie benutzt, kann ich ehrlich gesagt nichts sagen. Ja, 1000 Euro Grenze ist natürlich nicht so schön. Ich bin echt gespannt, wie das umgesetzt werden soll. Also da bin ich echt gespannt, ob jetzt, wie die Börsen das handhaben wollen. Es ist leider so, es muss, glaube ich, aber nochmal komplett durchgewunken werden am Ende des Tages. Ist, glaube ich, noch nicht 100% fix. Ist aber auch keine neue News. Es wird gerade auch so ein bisschen heißer gekocht. Aber das Bestreben der EU ist natürlich offensichtlich, dass man hier so ein bisschen die Freiheiten einschränken möchte mit Kryptowährungen. Ob das Sinn macht, ob das überhaupt zielführend ist, sei mal dahingestellt. Ich finde, jetzt gerade muss man halt noch nichts machen. Es wird da ein bisschen so ein Panik auch irgendwie Panik getrieben, aber jetzt gerade muss man jetzt nicht aktiv werden. Ich glaube, wenn die Richtlinien kommen und man merkt, okay, ich muss jetzt verifizieren und ich möchte das nicht,
Dann kann man vielleicht sagen, okay, ich packe jetzt meine Coins woanders hin, ich nutze andere Lösungen, andere Plattformen, aber bis dahin ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Ist aber auf jeden Fall eine negative Entwicklung, das auf jeden Fall. Ready, vielen Dank für 5 Euro. Altcoin, noch größere Korrektur. Welcher Altcoin ist die Frage? Ich glaube, alles hängt davon ab, was Bitcoin macht. Bitcoin weiterhin im Aufwärtstrend. Wenn der intakt bleibt und Bitcoin konsolidiert, können Altcoins natürlich immer wieder gut performen. Es ist immer wieder das gleiche Spiel, ne? Also das ist nichts Neues. Hallo, lange nicht gesehen. Welche Börse- und Steuertool nutzt du bzw. kannst du empfehlen als gutes Team und seine Trades an Vaterstaat sorglos zu melden? Ich nutze als Börsen, findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Das können wir mal stoppen. Tradingbörse BingX, die günstigsten Gebühren. Spotbörse könnt ihr Bitwavo oder Coinbase euch anschauen. Bitwavo auch mit die geringsten Gebühren. Und Cointracking nutze ich als Steuertool. Da könnt ihr alles einpflegen und dann an Vaterstaat übermitteln. Ja, ich glaube, diese 999 Euro Transaktion, das wird auch nicht klappen. Also man kann ja auch nicht jetzt jeden Tag zur Bank laufen und 9.900 Euro Cash einzahlen und denken, das fällt nicht auf. Also so einfach wird es dann halt auch nicht sein. Paul spricht um 20:30 Uhr. Das werden wir uns gleich anschauen. Ich kann es hier auch nochmal beschriften. Paul Picker 20:30 Uhr. Was sind nochmal deine Kaufzonen? Für Spot kaufe ich aktuell gar nicht nach. Unter 40.000 vielleicht wieder mal. Meine Kaufzonen waren ja für die Long-Position hier unten und hier unten hatte ich ja auch schon, also das ist tatsächlich nicht jetzt irgendwie im Nachhinein gesagt, ey, habe ich euch doch gesagt, sondern wer die Videos verfolgt, wir hatten genau diese beiden Zonen im Blick. Ich hatte hier oben drüber eine Limit Order und hier drin eine Limit Order und jetzt habe ich einen Durchschnittskurs von 39.200 um den Dreh. Habe ich euch ja auch schon mal gezeigt und gepostet auch und seitdem läuft die Position. Ich habe schon mal ein paar Teilgewinne mitgenommen. Äh, Centpreis ist minus 99,91%. Okay. Danke, Simon, für die 2 Euro. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Furkan, wann würdest du Deutschland verlassen? Was müsste regulatorisch passieren? Ja, das ist echt eine gute Frage. Würde ich echt ungern, also wäre echt ein Super-GAU, weil ich will eigentlich Deutschland nicht verlassen. Ähm, aber wenn irgendwie so ein Bitcoin-Verbot kommt oder irgendwie, ja, in die Richtung irgendwas, wenn da irgendwie in die Richtung was kommt, dass ich meine Bitcoin nicht nutzen kann und die verkaufen müsste und irgendwo auf der Welt könnte ich die aber noch halten und weiter hoddeln und hätte Freiheiten, die ich dann hier nicht habe, dann würde ich es tatsächlich in Betracht ziehen. Welche Börse benutzt du zum Traden, Furkan? Ist ganz oben in der Videobeschreibung. BingX ist die günstigste Börse und Top-Liquidität, kein eigener Exchange-Token, auch aktuell immer noch kein KYC notwendig beispielsweise, um zu traden. Ich habe aber auch noch mal vor, ein Interview zu machen zu dieser ganzen Regulierungsthematik. Ähm, wir hatten ja schon mal einen sehr guten Gast hier auf dem Kanal vor ein paar Jahren, den habe ich heute noch mal angefragt. Will ich jetzt nicht noch mal den Namen nennen. Ich weiß, ich will ihn ja jetzt nicht unter Druck setzen. Er hat, glaube ich, die Nachricht auch noch nicht gesehen. Deswegen hoffe ich, dass wir da ein Interview hinkriegen, dass wir das nüchtern betrachten, was auf uns dazukommt, ob das wirklich so schlimm ist, was da auf uns zukommt, oder ob man da wirklich so Panik haben sollte, etc. Bitfinako mit 110 türkischen Lira. Vielen lieben Dank. Volkan, warum hast du dich in letzter Zeit so rar gemacht und so wenig gestreamt? Ich streame sowieso sehr selten. Ich mag lieber die Videos. Ähm, ich, ich mag einfach lieber Videos zu machen, tatsächlich, weil ich da in weniger Zeit viel mehr euch mitteilen kann, rüberbringen kann. Und es gab tatsächlich trotzdem sehr viele Streams in der letzten Zeit, ne?
Also für meine Verhältnisse. Und Videos gibt es sowieso, seitdem ich wieder aus dem Urlaub zurück bin, ja schon wieder fast täglich. Oder zumindest dann immer, wenn was los ist. Was denkst du, falls ein Hard Landing kommt, was zuerst in den USA brechen würde? Anleihenmarkt, Immobilien. Ich glaube, global gesehen erstmal aus China, aber wenn wir nur bei USA bleiben, ich glaube erstmal Bankensektor tatsächlich wieder. Wie alt bin ich? Ich bin 31. Ja, Bitcoin korrigiert jetzt hier auch weiter. Das Ende von Quantenart. Vendetta ist auf einer Mission. Genau, FTX zahlt seine Kunden aus, die Börse wird nicht mehr fortgesetzt. Das war auch eine News. Ich glaube aber zu den Werten zum Zeitpunkt der Insolvenz von FTX, heißt Bitcoin war unter 20.000 US-Dollar damals. Natürlich ist es dann auch einfacher, die Leute auszuzahlen. Lasst an der Stelle gerne einen Daumen nach oben da, falls euch der Livestream gefällt. Abonniert den Kanal auch, falls ihr neu hier seid. Wer ist überhaupt neu hier? Schreibt mal gerne in den Chat. Habt ihr den Kanal neu entdeckt? Wenn ja, warum so spät? Soll ich XRP im Minus verkaufen? Das musst du selber wissen. Herr Furkan, wie kann ich bei Bingix einen automatischen Spotkauf einrichten, der bei einer bestimmten Summe automatisch ausgelöst gekauft wird? Also eine Limit Order willst du machen, Spot, musst du einfach eine Limit Order platzieren. Aber ich empfehle sowieso für Spotkäufe nicht Bingix. Bingix ist zum Traden da, für die Future-Märkte, das sage ich ganz klar. Wer Spot kaufen möchte, da kannst du auch einen Sparplan machen. Am besten dann einfach bei Bitwavo, die haben die geringsten Gebühren. Für einen Sparplan auch keine zusätzlichen Gebühren, also deutlich geringer als diese sonstigen Anbieter, die man für Sparpläne kennt. Nicht nur Bitcoin, auch andere Coins, wenn ihr wollt. Also das könnt ihr alles über Bitwavo machen. Also Spot, Bitwavo, Futures, BingX, das mache ich zumindest. Erkan, ja, ist auf jeden Fall geeignet. Hat auch Standard-Futures, die ein bisschen einfacher sind. Du kannst auch mit sozusagen Probeguthaben mal die Funktionen testen. Und für die Anmeldung bekommt ihr ja sowieso noch mal ein paar Boni. Könnt ihr bei BingX gerne alles ausprobieren. Dump or Pump? Also wir sehen gerade einen Dump. Guck mal, wie viele Farben hast du von dem Oberteil? Das ist nicht das gleiche Oberteil, aber grün und weiß habe ich jetzt in den letzten Tagen angehabt. Das hat euch auch ein bisschen angetan, das Oberteil, ne? Schon sehr viele Kommentare gesehen. So. Welche Marke von Zara von Asus bestellt? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich mache noch einen Fashion-Kanal auf. Affiliate-Link von Asus ist dann bald auch dann dabei. Nee, ich habe echt keine Ahnung, einfach von Asus bestellt. Würdest du mal einen Anzug anziehen, wenn Bitcoin bei 100 steht? Nee. Wurdest du schon mal in der Öffentlichkeit angesprochen? Ja, ist schon mal passiert. Töne 8 Euro, Merkel soll zurück. Sehr viele Altcoin-Fragen heute wieder, ne? Ich glaube, sehr viele neue Leute, die meinen Content nicht so verfolgen anscheinend.
Kann man sagen, wie viele Bitcoin aktuell noch auf Börsen zum Verkauf stehen und wie viele bereits im Besitz sind? Ja, man kann natürlich gucken, wie viele Bitcoin auf Börsen liegen gerade. Guck mal gerade, ob ich das schnell finde. Gibt es da eine Total? Aktuell liegen auf Börsen laut On-Chain-Daten Balance 1, kann das sein? Auf allen Börsen 1,8 Millionen, 1,9 Millionen. Kommt das hin? So wenig? Ich habe es auch lange nicht mehr angeschaut. Man schaut sich immer diese Charts an, wie es hoch und runter geht, aber die totalen Zahlen habe ich mir lange nicht mehr angeschaut. 1,8 Millionen, 1,9 Millionen aktuell. Liegen auf Börsen. Klingt sehr wenig, ne? Ja, hatte ich gerade auch das Gefühl. Heatmap bei Bitcoin, gute Frage. Habe ich tatsächlich noch heute im Chart auch so ein bisschen geupdatet bei mir. Hier ist eine neue Liquidierungszone bei 39.200 entstanden. Die habe ich hier auch nochmal eingezeichnet. Die wir abgeholt haben, seht ihr in Rot. Hier ist eine neue und hier haben wir natürlich auch noch die Liquidität. Golden Pocket hochlaufen wäre eigentlich auch nicht schlecht. Von dieser gesamten Bewegung von knapp oder ja, von 49.000 hier runter wäre das Golden Pocket hier bei über 45. Die vielleicht noch abzuholen wäre nicht schlecht. Stand jetzt sind wir aber genau wieder auf diese 50%-Marke gestiegen und dort abgelehnt worden. Ne? Also es ist perfekt da hochgelaufen. Ich mache mal hier den S&P 500 aus. Da seht ihr das hier nochmal. Also das hatten wir auch schon Ewigkeiten drin. Also diese Zonen, die sind nicht im Nachhinein reingezeichnet worden oder sowas. Also schon ziemlich gut geklappt in den letzten Tagen und Wochen. So, 8 Minuten noch, dann kommt Jerome Powell und erzählt uns das, was wir immer wieder uns anhören müssen. Was sagst du zu dem Twitter-Dump-Theorie für März? Denke nicht, dass Mt. Gox den Kurs nochmal im März dumpen könnte. Die werden kleine Tranchen verkaufen oder was denkst du? Mt. Gox verkauft sowieso nicht. Ich habe dazu auch schon ein Video gemacht. Schau dir das gerne an. Ich glaube, das war einer der letzten Videos. Da muss man erstmal ganz klar wissen, dass nicht alle im März ausbezahlt werden. Viele Gläubiger, viele Kunden haben ihre Anrechte auf die Bitcoin an Investmentfirmen verkauft und da laufen ja immer noch Gerichtsprozesse und die können sich immer noch weitere Jahre ziehen. Und deswegen wird schon ein großer Teil gar nicht im März ausgezahlt und wie du schon gesagt hast, in kleineren Tranchen ausgezahlt. Es gibt auch so Umfragen auf Reddit. Die Hälfte von den Leuten will gar nicht erst verkaufen, weil sie wahrscheinlich auch noch andere Bitcoins zur Verfügung hatten, nicht nur die, die auf Mt. Gox liegen. Ich glaube, da sollte man sich jetzt keine großen Sorgen machen. Kann, wenn der Kurs runtergeht, wird es vielleicht dann genutzt werden. Ja, war doch klar, aber ich glaube nicht, dass es dann an Mt. Gox liegen wird. Dotplot gibt es heute gar nicht. Gibt es beim nächsten Mal, glaube ich. Es gibt es immer beim jeden zweiten Mal ungefähr. So, was haben wir noch für neue Erkenntnisse? Ja, das ist echt spannend, ne? Also, das ist mit am spannendsten, dass man die ganze Zeit gesagt hat, also dass die US-Notenbank gesagt hat, Bankensystem sieht super aus, nicht super, aber sieht robust aus. Und jetzt wurde dieses Statement einfach komplett rausgelassen diesmal. Ganz unauffällig, gestrichen, dieser Satz, dieses Statement. Was würdest du Jerome Paul fragen, falls du im Live-Pressesaal wärst? Was er zu den Aussagen von Warren und dem Senat Banking-Vorsitzenden sagt, die ja sagen, die Zinsen sollten gesenkt werden, so schnell es geht, im Prinzip. Machst du zum Halving eine große Party mit Mirko und Co. Könnte man eigentlich überlegen, so ein Livestream, ne? Da wird nichts Wildes passieren, aber das passiert ja auch nur alle 4 Jahre. Könnte man sich eigentlich mal überlegen, so einen Livestream gemeinsam zu machen.
1800 Leute hier am Start. Herzlich willkommen an alle. Echt heftig. Dafür, dass eigentlich nicht viel erwartet wird, keine großen Überraschungen stattfinden, auch im Kurs jetzt nichts Wildes passiert. Sehr schön, dass ihr alle hier seid. Auf welcher Höhe liegt Golden Pocket? Kann ich dir exakt sagen. Bei 50.000 bis 50. 45.000 bis 45.300. So rum, sorry. Wie voll wird der Livestream werden, sobald der Bitcoin 100.000 erreicht? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ist aber auch nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Was ist das Golden Pocket? Das ist von den Pip Retracements, wenn du dir so eine Bewegung anschaust, um das jetzt mal ganz kurz zu zeigen, wenn du dir eine Bewegung anschaust, wenn du jetzt von hier unten beispielsweise, ups, jetzt habe ich das Falsche genommen, hier ist es, von hier unten nach hier oben, dir das Ganze anschaust, gibt es hier verschiedene FIP-Levels und das Golden Pocket ist genau das 0,618 bis 0,65 Level. Das ist per Definition das Golden Pocket und von der Abwärtsbewegung, also von dem hier, wenn ich jetzt mal auf den Daily Chart gehe, von hier oben, hier runter ist das Golden Pocket halt genau hier in diesem Bereich. Wird oft angelaufen. Und nicht oft angelaufen, das ist vielleicht die falsche Aussage, aber wenn man da hochläuft, könnte das dann halt ein Widerstand werden, genauso wie wir das hier mit der 0,382 Marke gesehen haben und jetzt aktuell mit der 50% Marke sehen. Immer noch Long? Ja. Meine Long-Position ist noch offen. Aber habe ein bisschen Gewinne mitgenommen heute. Teilgewinne. Rest lasse ich laufen noch weiterhin. Und Stop ist natürlich im Profit. Also Verluste kann ich da nicht einfahren. So, ich verbinde schon mal meine Kopfhörer. Geht gleich los, 2 Minuten. Jerome Powell mit seinen Phrasen und wir wissen ja schon, was er sagt. 2% Ziel. Wir haben gute Arbeit geleistet schon für die Inflation, aber die müssen noch auf 2% fallen. Wir müssen von Meeting zu Meeting gucken. Und ja, Rate Cuts, ich kann es noch nicht euch sagen. Von Daten abhängig. Ich könnte die PK inzwischen auch selber machen. Ich sage euch, wie es ist. Wäre kein Problem. Wir gucken uns das ja schon jetzt seit 2 Jahren an. Da haben wir schon mal das. Eigenschaften. Genau. Chartwechsel bitte, ja, können wir machen. Gehen wir wieder auf den 1 Minuten oder 5 Minuten Chart. So. Mit ganz entspannter Musik hier. Geht gleich los. Leute, haut den Like-Button und Stack-Sets. Danke, Enzo, fürs Aufrufen. Ja, lasst gerne noch an der Stelle einen Daumen nach oben da. 1800 Leute sind hier. Die 1000 machen wir noch voll, glaube ich, heute. Bevor wir offline gehen. So, es geht los. Oder nicht? Zumindest wird schon mal rüber geschaltet. So. Sound stellen wir gleich nochmal genauer ein. Eigentlich wäre nicht schlecht, dass wir noch den Bitcoin-Kurs irgendwo haben, ne? Das wäre nicht schlecht, oder? Hm. Haben wir
eine neue Fensteraufnahme. So. Da ist er. Ich stelle schon mal währenddessen ein. Good afternoon. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Damen und Herren, vielen Dank für die The 5 economy Euro. has Vielen made Dank. good progress toward our dual mandate objectives. Inflation has eased from its highs without a significant increase in unemployment. That's very good news. But inflation is still too high. Ongoing progress in bringing it down is Er hat not selber assured, keinen Bock mehr, immer das and the Gleiche path zu wiederholen. forward is Hört man uncertain. an seiner Stimme, oder? I want to assure the American people that we are fully committed to returning inflation to our 2% goal. Restoring price stability is essential to achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Over the past 2 years, we have significantly tightened the stance of monetary policy. Our strong actions have moved our policy rate well into restrictive territory, and we've been seeing the effects on economic activity and inflation. As labor market tightness has eased and progress on inflation has continued, the risks to achieving our employment and inflation goals are moving into better balance. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that economic activity has been expanding at a solid pace. GDP growth in the fourth quarter of last year came in at 3.3%. For 2023 as a whole, GDP expanded at 3.1%, bolstered by strong consumer geht er die demand Daten noch mal as durch. well as improving Ich supply Steuerprogramm conditions. nutze ich Cointracking. Activity in the housing sector was subdued over the past year, largely reflecting high mortgage rates. High interest rates also appear to have been weighing on business fixed investment. The labor market remains tight, but supply and demand conditions continue to come into better balance. Over the past 3 months, payroll job gains averaged 165,000 jobs per month, a pace that is well below that seen a year ago, but still strong. The unemployment rate remains low at 3.7%. Strong job creation has been accompanied by an increase in the supply of workers. The labor force participation rate has moved up on balance over the past year, particularly for individuals aged 25 to 54 years, and immigration has returned to pre-pandemic levels. Nominal wage growth has been easing and job vacancies have declined. Although the jobs to workers gap has narrowed, labor demand still exceeds the supply of available workers. Inflation has eased notably over the past year, but remains above our longer run goal of 2%. Total PCE prices rose 2.6% over the 12 months ending in December. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.9%. The lower inflation readings over the second half of last year are welcome, but we will need to see continuing evidence to build confidence that inflation is moving down sustainably toward our goal. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. Ja, der liest The gerade Fed's einfach nur seinen monetary policy Text actions ab, are den wir guided schon by our 100 Mal mandate gehört to haben. promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We're highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we're strongly committed to returning inflation to our 2% objective. Over the past 2 years, we have raised our policy rate by 5.25 percentage points, and we've decreased our securities holdings by more than $1.3 trillion. Our restrictive stance of monetary policy is putting downward pressure on economic activity and inflation. The committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5.25 to 5.5%,
and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. We believe that our policy rate is likely at its Dass peak selber for nicht this dabei tightening einschläft, cycle, and that, if the economy evolves broadly as expected, it will likely be appropriate to begin dialing back policy restraint at some point this year. But the economy has surprised forecasters in many ways since the pandemic, and ongoing progress toward our 2% inflation objective is not assured. The economic outlook is uncertain, and we remain highly attentive to inflation Ja, zum Glück risks. ist sein Part gleich auch We are zu Ende. prepared to Gleich maintain kommen the die current Fragen. target range for the federal funds Dann rate können wir for mal gucken, longer, ob if appropriate. auch mal unangenehme Fragen gestellt bekommt. As labor Bezüglich market tightness has eased and Warren progress on und inflation has continued, Forderung, the risks dass die to Zinsen achieving our gesenkt werden employment sollen. and inflation goals are moving into better balance. We know that reducing policy restraint too soon or too much could result in a reversal of the progress we've seen on inflation and ultimately require even tighter policy to get inflation back to 2%. At the same time, reducing policy restraint too late or too little could unduly weaken economic activity and employment. In considering any adjustments to the target range for the federal funds rate, the committee will carefully assess the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. The committee does not expect that it will be appropriate to reduce the target range until it has gained greater confidence that inflation is moving sustainably toward 2%. We will continue to make our decisions meeting by meeting. We remain committed to Meeting bringing by inflation back down to our 2% goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to our questions. So, jetzt kommen wir zu den Fragen. Was er bis jetzt gesagt hat, war wirklich nichts Neues. Üblichen Ziele, Daten. Thanks for taking our questions. Obviously, in the statement and just in your remarks there, you note that you don't want to cut interest rates without greater confidence that inflation is coming down fully. I wonder, what do you need to see at this point to gain that confidence? And as you make those decisions, how are you weighing recent strong growth in consumer spending data against the sort of solid inflation progress you've been seeing? Sorry, say that last part again. How are you weighing the growth data and consumption data, which have been surprisingly strong, against inflation data? Okay. So what are we looking for to get greater confidence? Let me say that we have confidence. We're looking for greater confidence that inflation is moving sustainably down to 2%. Implicitly, we do have confidence and has been increasing, but we want to get greater confidence. What do we want to see? We want to see more good data. It's not that we're looking for better data. We're looking at continuation of the good data that we've been seeing. And a good example is inflation. So we have 6 months of good inflation data. The question really is, that 6 months of good inflation data, is it sending us a true signal that we are in fact on a path, sustainable path down to 2% inflation? That's the question. And the answer will come from some more data that's also good data. It's not that the 6-month data isn't low enough. It is. It's just a question of, can we take that with confidence that we're moving sustainably down to 2%? That's really what we're thinking about. In terms of growth, Also hat er nichts we've had Neues wieder strong gesagt. growth. Auf die If you Frage. take a step back, we've had strong growth, very strong growth last year, going right into the fourth quarter. And yet we've had a very strong labor market, and we've had inflation coming down. So I think, whereas a year ago we were thinking that we needed to see some softening in economic activity, that hasn't been the case. So I think we look at stronger growth. We don't look at it as a problem. I think at this point we want to see strong growth. We want to see a strong labor market. We're not looking for a weaker labor market. We're looking for inflation to continue to come down as it has been coming down for the last 6 months. And Also die I'm 6 sorry, if I Monate could haben just nicht follow up very ausgereicht. quickly. Er braucht noch weitere When you gute say Daten, that aber kann das halt auch you nicht want to make sure definieren. that Legt it's es a true natürlich nicht signal. fest. Is there anything that you're seeing in the data that makes you doubt that it's a true signal at this stage? No, I think I would say it seems to be the likely case that we will achieve that confidence, but we have to achieve it, and we haven't yet. And so, I mean, it's a good story. We have 6 months of good inflation, but you can, and you know this, you can look behind those numbers and you can see that a lot of it's been coming from goods inflation, for example,
and goods inflation running significantly negative. It's a reasonable assumption that over time, goods inflation will flatten out, probably approximate zero. That would mean the services sectors would have to contribute more. So, in other words, what we care about is the aggregate number, not so much the 10% gefallen die composition. Wahrscheinlichkeit But we für eine just need to see Zinssenkung im more. März That's where we are seit 20 as a Uhr. committee. We need to see more evidence that sort of confirms what we think we're seeing and that tells us that we are on, gives us confidence that we're on a path to, a sustainable path down to 2% inflation. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, it seems to me you raised rates rapidly over the last 2 years for two reasons. One was the risk of a wage price spiral. Two, there were risks of inflation expectations becoming unanchored. This morning's ECI report for the fourth quarter shows private sector payroll growth running at a sub 4% pace. Inflation expectations are very close to where they were before the inflation emergency of the last 3 years. And given that you appear to have substantially cut off these two tail risks, and that Was you've meint ihr denn? judged, Werden wir im März year-to-date current Zinssenkungen policy as sehen, ja well oder into nein? Schreibt es restrictive mal in den territory, Chat. what good reason is there to keep policy Was rates sind bei above uns die 5%? Wahrscheinlichkeiten Are you hier? really going to learn more waiting 6 weeks versus 3 months from now that you have avoided those two risks? So, as you know, almost every participant on the committee does believe that it will be appropriate to reduce rates. And for partly for the reasons that you say, you know, we feel like inflation is coming down, growth has been strong, the labor market is strong. What we're trying to do is identify Mehr a place nein, where ne? we're really confident about inflation getting back down Erst to im 2% Sommer so that we can then bis begin Juni. the process of dialing back the restrictive level. So overall, I think people do believe, and as you know, the median participant wrote down 3 rate cuts this year. But I think to get to that place where we feel comfortable starting the process, we need some confirmation that inflation is in fact coming down sustainably to 2%. If I could ask differently, if you hold rates high as inflation moderates, as it has been, target rates will exceed the prescriptions of the Taylor rule or its variants. What would be the reasoning for holding rates higher than the levels recommended by those rules in the current instance? Well, look, I think, as you know, we consult a range of Taylor rules and non-Taylor kind of rules. We consult them regularly. They're in our Teal book, and they're in all the materials that we look at. But, you know, I don't think we've ever been at a place where we were setting policy by them. And they're, depending on the rule, it will tell you different things. There are many different formulations. Another way to think about it is, implicitly, is so in theory, of course, real rates go up if holding all else equal as inflation comes down. But that doesn't mean we can mechanically adjust policy as real rates, as inflation comes down. It doesn't mean that at all, because for one thing, we don't know. We look at more than just the Fed funds rate. We look at broadly financial conditions. But in addition, we don't know with great confidence where the neutral rate of interest is at any given time. But that also doesn't mean that we wait around to see the economy turn down, because that would be too late. So we're really in a risk management mode of managing the risk, as I mentioned in my opening remarks, managing the risk that we move too soon and move too late. And I Dürfte think eigentlich to nicht zu move, viel Verzögerung which is sein. where almost everyone on the committee is in favor of moving rates down this year. But the timing of that is going to be linked to our gaining confidence that inflation is on a sustainable path down to 2%. Howard. Hi, thanks, Chair Bell. I'd like you to key in on the use of the word in the statement that inflation still remains elevated. You've pledged to cut rates before inflation reached 2%. Ich bin gespannt, ob auch nochmal eine So that Frage zum implies that Bankensektor there's kommt, some warum sort of diese Aussage intermediate step raus ist here aus dem on Statement. inflation, and that a cut would be consequent with a change in the statement language that inflation remains elevated. What's the step down from there? Yeah, I don't know that we've worked out the particular statement language and that kind of thing. I would just say, if you look at where 12-month inflation is, and it's still well above. Core is 2.9%, for example, 12 months, which is way down from where it was. Very, very positive development, very fast decline, and the case is likely that it will continue to come down. So that's where it is. But we're wanting to see more data.
So if I could follow up on that, the statement allows that you want greater confidence on inflation falling before you cut, but it doesn't mention the other side of the mandate, a slide in employment. Would a slide in employment also bring you to the point of cutting rates? Yes, so let me say that we're not looking for that. It's not something we're looking for, but yes, if you think about, in the base case, the economy is performing well, the labor market remains strong. If we saw an unexpected weakening certainly in the labor market, that would certainly weigh on cutting sooner. Absolutely. And if we saw inflation being stickier or higher or those sorts of things would argue for moving later. In the base case, though, where the economy is healthy and we have ongoing growth, solid growth, we have a strong labor market, we have inflation coming down, that's what people are writing their SEP around. And in that case, what we're saying is, based on that, we think we can and should take advantage of that and be careful as we approach that question of when to begin to dial back restriction. Claire Jones, Financial Times. Just to circle back to the greater confidence aspect of the statement, there's been a lot of unanimity in recent meetings. I'm just wondering, going forward, when it comes to all needing greater confidence, is the unanimity, or at least consensus among FOMC members, confidence. About what the threshold for that greater confidence is? And if not, could you maybe tell us a little bit about the discussion today on, what the variations between FOMC members was on what constitutes enough confidence to cut rates, and also if there was any variation on how quickly that greater confidence threshold could be reached. Thank you. We're not really at that stage. Dollar ist übrigens there jetzt was no niedriger als proposal to vor der cut rates. Zinsentscheidung. Some people S&P did, 500 talk höher about their und Bitcoin view of the macht jetzt auch rate wieder eine path. I would Gegenbewegung. point you to the SEP as good evidence of where people are, although it is one cycle later. So, we're not at a place of really working out those kinds of details because we weren't actively considering, moving the federal funds rate down. I will say there is a wide disparity, a healthy disparity of views, and you see that in public statements, in the minutes, and the transcripts when they're released every 5 years. So we do have a healthy set of differences, and I think that's actually essential for making good policy. We're also able to reach agreement generally because we listen to each other, we compromise, and even though not everybody loves what we do, they're able to, for the most part, able to join in. And to me, that's a well-functioning public institution. Was er gerade auch gesagt hat, ist, was elevated für sie ist und definiert wird. Da sagen sie auch wieder, dass sie auf die PCE-Kernrate gucken, die ja bei 2,9% liegt aktuell. Deswegen sage ich euch immer, PCE-Kernrate immer wichtig zu beobachten. And I'm wondering at the start of this year, what might be on that dashboard for you that's giving you the clearest picture of the economy, including on rents, if you could touch on that. Including? Rent costs. Yeah. Well, so we're not, it's not the pandemic, so we can actually rely on more traditional forms. People are working, they're getting wages, and the economy is largely reopened and is broadly normalizing, as you see. So I wouldn't say we're looking at that sort of more innovative data as much. You point to rent, so of course we follow the components of inflation very carefully, which would be goods inflation. I talked about that a little bit. You mentioned housing inflation, so the question is, when will these lower market rents find their way into measured rents as measured in PCE inflation? And we think that's coming, and we know it's coming. It's just a question of when and how big it'll be. So, but that's in everyone's forecast, I would say. So that will help. But at the same time, we think goods inflation will probably, it's been giving a lot of disinflation to the effort, and probably that declines over time, but it may well have some more time to run. The supply chains are not perfectly back to where they were. In addition, it takes time for the healing process to get into prices. So there may be still a tailwind. We'll find out with that. So
We look at the things that relate to our mandate very carefully, and as you would imagine. Ja, vielen Dank für I die guess just 5 as a Euro. quick Vielen lieben follow-up, Dank. do you feel comfortable at this point saying the economy has reached a soft landing, or is that part of looking for more confidence? No, I wouldn't say we've achieved that, and I think Confidence. we have a ways to go. Hat jemand einen Inflation is Counter für still, Confidence? core inflation Counter? is still well above target on a 12-month basis. 12 months is our target. Certainly, I'm encouraged, and we're encouraged by the progress, but we're not declaring victory at all at this point. We think we have a ways to go. Das ist ein Trinkspiel, Thank ja. you, Mr. Chairman. You've Ich hab said nur that Wasser you would hier. know Gönnt the euch. neutral rate by its works. So I'm wondering what you could tell me. How do you believe the neutral rate is working? We're telling you right now that growth is stronger. In other words, how much is the economy really being restrained right now by the current funds rate? And how much restraint does it really need additionally if inflation is still coming down? So I think you do see in the interest-sensitive parts of the economy, you do see, for example, housing, you see the effects, you do. Your second question, though, really, I think, is important, and that is a lot of this has come through, a lot of the disinflationary process has come through the healing of supply chains and also of the labor market. So you've seen that other set of factors is really different from other cycles and has brought that working with tighter policy, which has enabled the supply side to recover, I think that mixture has been behind what has enabled this. So no, we really do think that we're having an effect broadly across the economy. I would point to the interest-sensitive parts of the economy as well as spending generally. But it's a joint story. It's a complicated story. But how much restraint are you actually imparting to the economy, would you say, relative to the neutral rate? So I think it's of course, you know that it's not something you can identify with any precision. But a standard approach would be to take the nominal rate, 5.3%, let's say, and subtract a sort of a forward measure of inflation. If you do that, and there are many, many ways to calculate that neutral rate, but that's one I like to do. And you're going to get to something that is materially above mainstream estimates of neutrality, of the neutral rate. You will. But at the same time, you look at the economy and you say this is an economy Für that diejenigen, grew 3.1% Neutral Rate last ist year. der And Zinssatz, you say, der die what does Wirtschaft that tell you weder about the hemmt neutral noch rate? fördert. What's happening, though, Da is the gibt es halt supply side has been verschiedene recovering in the Rechnungs- middle und of this. Messmethoden. So Unterscheiden sich auch die Geister, wo das so jetzt a gerade lot of the liegt. growth we're Darum seeing geht's jetzt gerade. it isn't just a tug of war between interest rates and demand. You're getting, more activity because of labor market healing and supply chains healing. So I think the question is when that peters out, I think the restriction will show up probably Bitcoin more und Krypto sharply. ist die Zukunft. Ist so. Thank you, sorry. Thanks for taking the question, Mr. Chairman. You mentioned earlier we're not seeking a weaker labor market, I think you said. Can you talk a little bit more about that? Do you think the labor market now is back to quote-unquote normal, and that we can achieve the inflation target without wage gains coming back down to what they were pre-pandemic? Even with today's ECI levels, they were still above those pre-pandemic levels. I think the labor market, by many measures, is at or nearing normal, but not totally back to normal. And you pointed to one or more of them. So I think job openings are not quite back to where they were. Wage increases rather are not quite back to where they would need to be in the longer run. I would look at it this way, though. The economy is broadly normalizing, and so is the labor market. And that process will probably take some time. So wage setting is something that happens, it's probably will take a couple of years to get all the way back. And that's okay. That's okay. But we do see, you saw today's ECI reading, the evidence is that that wage increases are still at a healthy level, very healthy level, but they're gradually moving back to levels that would be more associated, given assumptions about productivity, are more typically associated with 2% inflation. It's an ongoing process, a healthy one, and I think we're moving in the right direction. So that process can continue without a weakening of the labor market, basically, you're saying? Well, I think the labor market I don't know if it's rebalancing. Clearly, there was
fairly severe imbalance between demand for workers and supply at the beginning of the pandemic. So we lost several million workers at the beginning of the pandemic from people dropping out of the labor force. And then when the economy reopened, you remember 2021, you had a severe labor shortage, and it was everywhere. Panic on the part of businesses, couldn't find people. So what's happened is we expected the labor market to come back quickly, and it didn't. And 2022 was a disappointing year. And, we were kind of thinking, well, maybe we won't get it back. And then 2023, we did, as you know. So labor force participation came back strongly in 23, and so did immigration. Immigration came to a halt during the pandemic. So those two forces have significantly lowered the temperature in the labor market to where it's still a very strong labor market. It's still a good labor market for wages and for finding a job, but it's getting back into balance. And that's what we want to see. And one great way to look at that is what's happening with wage increases. And you see it now across the major things that we track. It isn't every quarter, but overall, there's a clear trend, still at high levels, but back down to what would be consistent with where we were before the pandemic and with 2% inflation. Also er sagt, Arbeitsmarkt ist fast im Normalzustand und bewegt sich wieder in Richtung Balance, Gleichgewicht, aber es könnte noch eine Zeit brauchen. Wanted to see if you're seeing anything that suggests that inflation could re-accelerate from here. And it sounds like you're saying you're not worried that solid growth from here on out poses any risk to inflation. Thank you. No, I think that is a risk, the risk that inflation would re-accelerate. I think the greater risk is that it would stabilize at a level meaningfully above 2%. That's to me more likely. Of course, if inflation were to surprise by moving back up, we would have to respond to that, and that would be a surprise at this point. But I have to tell you, that's why we keep our options open here, and why we're not rushing. So I think both of those are risks, but I think the more likely risk is the one that I mentioned, which is you've had 6 good months, very good months, but what's really going to shake out here? When we look back, what will we see? Will inflation have dipped and then come back up? Are the last 6 months flattered by factors that are one-off factors that won't repeat themselves? We don't think so. That's not what we think, but that's the question we are asking. We have to ask, and we want to get comfort on that. And just one quick follow-up. Governor Waller had mentioned the revisions that are coming on February 9th for the CPI data. Is that something you're watching as well? And if we see those revisions fairly minor, is that going to give you more confidence where things are going? We'll just have to see. Yeah, we'll look at those. Last year was a surprise. Michael McKee, Bloomberg Radio and Television. If you don't want to use the term soft landing, would you say at least that from your point of view now, Schade, es kommen einfach keine Fragen zu Warrens Aussagen und Forderungen und auch nicht zu dem Bankensektor. Very much. And you mentioned Echt schade. Below 2% inflation on a 3-month basis. Core PCE has been running at 1.5%, and there are those on Wall Street who think that if you maintain the level of restriction you have right now, you could end up with inflation running below your target. How do you see that? So your first question, how to describe where we are. So I guess I would just say this. Executive summary would be that growth is solid to strong over the course of last year. The labor market, 3.7% unemployment indicates that the labor market is strong. We've had just about 2 years now of unemployment under 4%. That hasn't happened in 50 years, so it's a good labor market. And we've seen inflation come down. We've talked about that. So we've got 6 months of good inflation data and an expectation that there's more to come. So this is a good situation, let's be honest. This is a good economy. But what's the outlook? That's looking in the review. The outlook, we do expect growth to moderate. Of course, we have expected it for some time, and it hasn't happened. But we do expect that it will moderate as supply chain and labor market normalization runs its course. The labor market is rebalancing, as I mentioned.
job creation has slowed, the base of job growth has narrowed, and of course 12-month inflation is above target and getting down closer to target. It's not guaranteed, but we do seem to be getting on track for that. So those are the risks and questions we have to answer, but overall this is a pretty good picture. It is a good picture. Your second question was... Sieht schon aber sorry. sehr optimistisch aus, finde ich Could you heute, ne? get, Im Vergleich zu den inflation that is letzten below target, 24 end up with Monaten. inflation below target, and you have to do something about that? So the thing is, we're not looking for inflation to tap the 2% base once. We're looking for it to settle out over time at 2%. And the same thing is true. If we have a month or two of lower, and we have that now, of inflation that's annualized at a lower level, that wouldn't be good. We're not looking to have inflation anchor below 2%. We're looking to have it anchor at 2%. So if we do face those circumstances, then we'll have to deal with that. I think as of now, the question, we want to take advantage of this situation and finish the job on inflation while keeping the labor market strong. Edward Lawrence from Fox Business. Thank you, Mr. Chairman, for taking this. So as I've heard from some district Fed presidents, is it, in your view, a little premature to think that rate cuts are right around the corner? And then when we do see that first rate cut, should we interpret that as the beginning of a rate cut cycle, or is it a one-off? Das ist mal eine interessante Frage. So I'll point to that language on your first question. We included that language in the statement to signal clearly that with strong growth, strong labor market, inflation coming down, the committee intends to move carefully as we consider when to begin to dial back the restrictive stance that we have in place. So if you take that to the current context, we're going to be data dependent. We're going to be looking at this meeting by meeting. Based on the meeting today, I would tell you that I don't think it's likely that the committee will reach a level of confidence by the time of the March meeting to identify March as the time to do that. But that's to be seen. So I wouldn't call, when you ask me about in the near term, Das ist mal eine interessante Aussage, Jerome I would Powell. say, Ich I don't glaube think nicht, that's probably not the most likely case or dass what we wir would call im the base März case. Then your second question is, Is this the start of when we see a cut, is it the start of a cutting cycle, or could it just be a one-off? that's going to depend on the data. The whole thing is, this is going to depend on the data. We're going to be looking at the economic data as it affects the outlook and the balance of risks, and we're going to make our decisions based on that. Wie reagiert der And Kurs? it could wind up, we'll have another SEP at the March meeting, and people will write down what they think. But in the end, it's really going to depend on how the economy evolves. We talked about there are risks that would cause us to go slower. Das For war der example, Satz. stronger inflation, more Schaut mal, wie der persistent Dollar jetzt inflation. hochgeht. There are risks that S&P. would cause us to, or if they happened, that would cause us to go faster and sooner, and that would be a weakening in the labor market, or for that matter, very, very persuasive lower inflation. Those are the kinds of things. So we're just going to be reacting to the data. That's really the only way we can do this. Victoria. Auf den Satz haben wir gewartet, ne? Hi, Victoria Guido with Politico. Da lag Could ihr you talk a wahrscheinlich little im bit Chat more about mehr richtig als die productivity growth? You've CMI-Tools hier, mentioned ne? multiple times Also da about, wart ihr euch ja the einig, level dass of es wage nicht im growth März that's so weit consistent sein with wird. 2% inflation. We've obviously Jetzt werden die Wahrscheinlichkeiten seen, wahrscheinlich also even noch like stärker PCI sinken. this morning, in which it's cooled a little bit, but still sort of above what you wanted to see. Growth has been very strong. How much of those numbers do you attribute to productivity, and do you see that productivity as sort of just temporary because of the factors, the labor and supply chain factors you were talking about, or do you think that productivity growth will fade over time? So this is a really interesting question, and I think my own view is, I think if you look back to the pandemic, you saw a spike in productivity as workers were laid off and activity didn't decline as fast. And then you saw a deep trough of productivity. And then over the last, you saw high productivity last year in 23. I think we're basically in the throes of getting through the pandemic economy. And the question will be, what is it that has changed? The productivity tends to be based on, fundamental aspects of our economy. Is there a case, will it be the case that we come out of this more productive, more on a sustained basis? And I don't know. What would it take? It would take, people talk about AI.
But my guess is that we may shake out and be back where we were, because I'm not sure I see, work from home doesn't seem like it's a big productivity increaser. AI, artificial intelligence, generative may be, but probably not in the short run, probably maybe in the longer run. So I'm not seeing why it would, but right now, I would say the productivity is kind of what falls out of the broader forces that are driving people in and out of the labor force, and activity returning and supply chains getting fixed. Right, so would that be behind why we've seen such strong growth, but we've also seen inflation fall, that maybe there's just a higher level of productivity That's right one now? way to look at it, yeah. Ja, Bitcoin fällt jetzt unter 43. Hi, Chair S&P Powell, Nancy von auch nochmal Marshall ein again, neues with Tief. Marketplace. I want to ask a little bit more about housing. I'm wondering, how closely are you watching rent and housing prices as you evaluate whether and when to cut rates? And it seems like housing prices are not coming down as Das ist jetzt quickly nichts as Wildes, you ne? Das ist der expected. 5-Minuten-Chart. Darf man jetzt auch nicht So übertreiben. when we think Aber about seit dieser Aussage hier, vor ein paar Minuten, our statutory geht's goals are runter. maximum employment and price stability, and that's what we're targeting. We're not targeting housing price inflation, the cost of housing, or any of those things. Those are very important things for people's lives, but they're not, those are not the things we're targeting. We're also well aware that when we cut rates at the beginning of the pandemic, for example, the housing industry was helped more than any other industry. And when we raise rates, the housing industry can be hurt because it's a very interest-sensitive sector. On top of that, we have longer run problems with the availability of housing. We have a built-up Die set of spiegeln auf cities jeden and, Fall nicht die people moving aktuelle further and Einpreisung further wieder. out. So there hasn't been enough housing built. And these are not things that we have any tools to address. welche Aussage genau, But, dass er der Meinung ist, dass where it comes März into play very es noch nicht so weit sein wird, dass sie in our genug work Vertrauen is haben in inflation, die which Daten, is a dass die combination. Zinssenkung, It's die erste really rental Zinssenkung stattfinden wird. inflation. You're taking owner's Also er equivalent lässt die rent Tür and then natürlich offen, actual aber er rent sagt, er paid by glaubt tenants, nicht, dass es and passieren wird, dass you're das nicht das running that through the Basisszenario ist. CPI calculation or the PCE calculation, the one we look at. And what that's telling you is that market rents are increasing at a much lower rate or even being flat, and that will show up in inflation over time. It has to, as long as that remains the case. So. And just real quick, what is your response to the letter that was sent to you by some members of Congress asking the Fed to lower interest rates to make housing more affordable? My response is what I started with, which is that our job, the job Congress has given us, is price stability and maximum employment. Price stability is absolutely essential for people's lives, most importantly, not most importantly, mostly for people at the lower end of the income spectrum who are living at the edges, at the margins. And so for someone like that, high inflation, in the necessities of life, right away you're in trouble. Whereas even middle-class people have some scope to absorb higher costs. So we have to it's our job, it's what society has asked us to do, is to get inflation down, and the tools that we use to do it are interest rates. So that's how we think about that. Courtney Brown from Axios. Can you give us some insight into whether the committee discussed the possibility of slowing balance sheet runoff in the months ahead? Erste Frage Yes, zur Balance Sheet. Wow, So nach 40 Minuten. I Wow. would start by saying that balance sheet runoff so far has gone very well. And as the process has continued, we're getting to that time where questions are beginning to come into greater focus about the pace of runoff and all that. So at this meeting, we did have some discussion of the balance sheet, and we're planning to begin in-depth discussions of balance sheet issues at our next meeting in March. So those questions are all coming into scope now, and we're focusing on them. But we're at the beginning of that process, I would say. Quick follow-up, is it the case that the Fed would decide to lower rates and make adjustments to the balance sheet runoff in tandem? Yes, we do. We see those as independent tools, and so they don't. For example, if you're normalizing policy, you might be reducing rates but continuing to run off the balance sheet. In both cases, that's normalization. But from a strict monetary policy standpoint, you could say we're loosening and one with tightening. So that could happen. It's not something we're planning or thinking about, but right now we're thinking about getting to a place where we're going to see the balance sheet runoff to continue. We're watching it carefully, and as I said, we'll be looking into that as a committee starting in March.
Thanks. Okay, ab März wird da nochmal näher diskutiert werden über die Balance Sheet. Aktuell wird ja nichts geändert, soll so weitergehen erstmal mit der Verringerung der Balance Sheet. You've mentioned 6 good months of inflation data, but that not being enough to build up confidence. Based on your previous response that your base case is you probably Bitcoin wouldn't Lover, start danke für die 11 easing yet Euro. in March. Auch die The implication is that 8 good months might not be enough Ei, either. ei, ei. Roughly how many months do you think you might need of good inflation data to be confident? Yeah, I'm not in a position to put a number on it. I'm just going to say, it's not that we don't have any confidence. We have growing confidence, but not to the point where we feel like it's a highly consequential decision to start the process of dialing back on restriction, and we want to get that right. And we feel like the strong economy, strong labor market, inflation coming down, it gives us the ability to do that. We think that's the best way we can serve the public, because ultimately we've made a lot of progress on inflation. We just want to make sure that we do get the job done in a sustainable way. That's how we're thinking about it. In terms of when that'll be, that'll all come out of our communications, and we won't keep that a secret. Hi, Chair Powell. Evan Reiser with M&I Market News. Can you explain a little bit more on what you're considering when tapering QT? Do you need to see the overnight reverse repo facility all the way down to zero, or is it something that you can start with a couple $100 billion there? Not a decision that we've made, but I wouldn't think we wouldn't be taking a position that it's got to go to zero. I mean, if it were to stabilize at a different level, but that's not a decision that we've made. That's what we'll be talking about at the March meeting. A whole range of issues will be briefed up, and the committee will get into all of the issues that will be arising over the course of the next, let's say, year or so. Greg. Ich bin gespannt, wie wenig man mit vielen Worten sagen kann. Ja, Jerome Powell ist ein Profi da drin. Das ist auch sein Job. Primary campaign that's been going on for the last 9 months or so, your name has come up often, and many Republican candidates had said that they probably wouldn't want to give you a third term. So I wanted to give you a chance to talk about that. Do you want another term? You've had on the Fed. What's your stance on that? I don't have a stance on that. It's not something I'm focused on. Focused on doing our jobs. This year is going to be a highly consequential year for the Fed and for monetary policy, and we're all of us very buckled down. Focused on Der doing Kollege wird, glaube ich, nicht mehr eingeladen. Jennifer. Das war seine letzte PK mit Jerome Powell. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. As you mentioned, core PCE has been running at 1.9% over the past 6 months, and you guys are actually expecting core inflation higher this year at 2.4% compared to that 6-month measure. Given that forecast and that the median is for 3 rate cuts this year, what happens if inflation stays where it's been over the last 6 months for the next 6 months? So we'll update our inflation forecasts at the next meeting. You referred to the December meeting. That's Bitcoin Lover, vielen 3 Dank. months old, so it might be lower now given the data we've gotten. So look, Er hat gefragt, ob sich eine dritte Amtszeit vorstellen kann, weil Republikaner ihn nicht haben wollen. And it kicks back up, then we'll go slower or later or both. If we got really good inflation data soon, that would matter for both that would tell us that we could go sooner and perhaps go faster. So we're just going to but of course we'll weigh that with all the other factors. We're setting policy based on the totality of the data. Wenn er jetzt sagen würde, nee, im Mai senken wir die Zinsen, dann wäre das ja direkt eingepreist. That would probably mean that the real interest rate becomes more restrictive. Would that mean you'd wären have to sie trim sozusagen more, gezwungen. perhaps, than you already have factored in? Well, I think if we came to the view Muss ich alle Türen offen that lassen. that the 6-month inflation numbers, which are very close to 2, were in PCE world, if we came to if we thought that is really where we're going to be, then yes, our policy would be in a different place. It would. But that's the whole point, is we're trying to get comfortable and gain confidence that inflation is on a sustainable path down to 2% or toward 2%. Daniel.
Hi, Chair Powell. Daniel Avis, Agence France-Presse. I just wondered if I could get your comment on the recent consumer confidence data. It seems to suggest that consumers are sort of moving towards a much more optimistic view of the economy. I just wonder, is it fair to say that they're moving towards where the Fed appears to have been in recent months? And do you think that inflation and falling inflation perhaps has played a role in that? And what challenges do you see going forward? Thank you. Yeah, so it's been interesting that confidence surveys have been weak at a time when unemployment has been low, very low, historically low for a couple of years. But nonetheless, that's been the case, and we've asked ourselves why that is. And one obvious answer, we don't pretend to have perfect wisdom on this, but one obvious answer is that the price level is high. So prices went up much more than 2% per year for a couple of years, and people are going to the store and they're paying much more for the basics of life than they were 2 years ago, 3 years ago, and they're not happy about it. And it's fine that inflation's coming down, but the prices they're paying are still high. So that is what that has to be some part of why people are unhappy, and they're right to be unhappy. This is why we need to keep price stability. It's why we need to do our jobs, is so that people don't have to deal with things like this. In terms of you're right. In recent surveys, you've seen a couple of significant increases in consumer confidence or happiness with the economy. I guess that's a good thing. That can support spending, can support economic activity. There's some evidence of that. But you're right. It is a fact that we have seen a meaningful increase. I think levels of confidence are still maybe not as high as they've been at various times, but they certainly have come up. Thank you for taking our questions. Brian Mena, CNN Business. Committee members have said they'd like to meet with business leaders and stakeholders in person to learn more about the economy in real time, given that some data are subject to large revisions, the issue of seasonal adjustments being thrown off balance, and many readings of the economy being quarterly. So did any members say they've learned anything not yet reflected in the data, or have you yourself learned anything through anecdotal evidence that hasn't been captured in the data yet? Well, yes. I'm a big believer that yes. So we do meet with outside groups who come from all different parts of the economy, and I always feel like I spent most of my life in the private sector looking at companies, individual management teams, and then building out from that. And so starting with GDP data and working into what's actually affecting people's lives is challenging. It's very hard. So I really like anecdotal data. In addition, as you know, the 12 reserve banks have really the best network of anyone, that in all their districts they're talking to, not just the business community, but the educational, medical, all nonprofit community. They have arms into all of that. And so when they come back, that's what goes into the beige book. But that they come back, and what each reserve bank president does is, during the Outlook go-around, they'll say, in my district, and they'll talk about 100 conversations. They won't talk up. They will give you input based on 100 conversations that they've had with people of all different walks. And I personally find it very helpful in understanding what's going on. And also, I think you hear things before they show up in the data sometimes. Did any of them notice slowing economy based on what they've heard from their district? Yes. I mean, if you look back at the last, not this beige book, but the one before, there was a lot of slower activity. I think that what you're hearing now is things are picking up a bit. You're hearing, not in every district and not every person that we talk to, but you're overall, it feels like you're hearing things picking up at the margin. So that's what comes through. Let's go to Jeff Cox for the last question. So, letzte Frage. Thank you, sir. Jeff Cox from CNBC.com. Just kind of looking to put it all together. You talked about basically the economy looking strong with 3.3% annualized growth in the fourth quarter. Does the strength of the economy speak more loudly to you now than any inflation threat might? That you're in a position, in other words, to keep rates elevated as long as the economy stays strong, and you're more tilted towards that. And then also, perhaps, are you worried at all that the economy is maybe a little too strong right now, and that inflation could come back at some point? I'm not so worried about that. It's again, we've had inflation come down without a slow economy and without
important increases in unemployment, and there's no reason why we should want to get in the way of that process if it's going to continue. So I think declining inflation, continued declines in inflation are really the main thing we're looking at. Of course, we want the labor market to remain strong too. We don't have a growth mandate. We've got a maximum employment mandate and a price stability mandate, and those are the two things we look at. Growth only matters to the extent it influences our achievement of those two mandates. Thank you very much. Ja, ich glaube, das Fazit von dieser fast einstündigen PK ist, dass laut Jerome Powell die größere Wahrscheinlichkeit darin liegt, dass wir keine Zinssenkung im März sehen werden. Wenn man das sich jetzt nochmal anschaut, wie das Ganze eingepreist ist, sehen wir das inzwischen jetzt 65%. Gerade waren wir noch bei 57%. Das wird der Markt wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen noch deutlicher einpreisen, sodass wir die erste Zinssenkung erst am 1. Mai sehen werden. Ob das jetzt einen großen Unterschied für den Markt macht, weiß ich nicht. Glaube ich eher nicht. Ist auch nicht wirklich viel passiert. Seit dieser Aussage ist aber der Preis um $500 gefallen. Der Dollar nochmal ein neues Hoch erzielt und der S&P nochmal ein neues Tief erzielt. Schon ziemlich interessant, dass es genau an diesem Zeitpunkt dann da war. Also viele hatten dann schon doch trotzdem die Hoffnung, dass es im März schon soweit ist. Ich habe gerade einige Nachrichten gesehen, Zusammenfassung. Ich werde auf Twitter euch auf jeden Fall nochmal auf dem Laufenden halten, vielleicht nochmal eine Zusammenfassung schreiben. Mein Twitter findet ihr unten in der Videobeschreibung. Sonst schaut euch gerne auch auf meinem Twitter-Profil den Beitrag an. Hier ist auch nochmal alles zusammengefasst. Genau. Saudi Bonk nochmal mit 2 Euro. Kauft den Mist nicht. Kauft den Mist nicht, da will jemand euch nur einen Shitcoin chillen. Ja, sonst wie immer eigentlich eine typische Jerome Powell PK, ne? Also viel gesagt, nichts Neues gesagt, will er natürlich auch nicht machen. Er will nicht zu viel vorwegnehmen, er will den Spielraum nicht enger gestalten für die Fed. Interessant ist, dass sehr wenig über die Bilanzsumme gesprochen worden ist. Er meinte auch, dass schon jetzt darüber diskutiert worden ist, aber ausführliche Diskussionen und Abwägungen bezüglich der Bilanzsumme soll erst ab nächstem Jahr stattfinden. Genau. Bitcoin aktuell bei knapp 43.000 US-Dollar, das ist immer noch gut. Solange wir hier diese 42.500 halten, vielleicht bewegen wir uns hier weiter. Wir haben das Ganze jetzt hier geretestet. Ein Ausbruch nach oben ist immer noch möglich, solange wir hier dieses Tief hier halten. Genau. Ja, ich würde sagen, wir beenden auch den Stream. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende hier dran geblieben seid und wir waren über 2000 Leute zwischenzeitlich. Hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht mit euch. Schaut, wie gesagt, gerne in die Videobeschreibung, da findet ihr mein Twitter-Profil. Ich kann euch vom Herzen empfehlen hier, schaut gerne bei Makro vorbei, da habt ihr die Liquidierungszonen täglich. Ihr könnt das Ganze 14 Tage testen. Ihr findet meine Börsen und vor allem auch die Telegram-Gruppe komplett kostenlos. Über ich glaube jetzt 4000 Leute drin. Von Hodlern bis Tradern. Da tauschen wir uns noch besser aus. Kommt da gerne rein. Und dann hören wir uns auch schon im nächsten Video oder Livestream wieder. Passt auf euch auf. Euch guten Abend. Ciao, ciao.